Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Wollte ich gar nicht rein. Auf dem wir zusammen surfen gehen. Wir sind an unserem Lieblingsspot und snacken uns jetzt noch ein paar schöne Sonnenuntergangswellen. Schnacken gar nicht lange rum, gehen einfach rein. Es ist wenig los. Es läuft richtig gut. Bis gleich. Yeah, it's perfect, huh? Yeah. It's unexpected. No cracks. Ja. Genau so ist es und in dem Sinne direkt drauf auf die Dinger. Was gibt's auch Schöneres, als jetzt hier mit meiner Schwester, meiner Freundin und guten Freunden an einem Tag hier ins Wasser zu gehen. An meinem Lieblingsspot, wo ordentlich Swell da ist und sonst kaum Leute. Der Spot ist echt was ganz Besonderes. Bei Low Tide absolut ungenießbar, weil es dann viel zu flach ist und die großen Steine dann sich unten drunter nicht mehr ganz so stark verstecken. Steine im flachen Wasser können wir übrigens immer ganz gut dran erkennen, an diesen runden, flachen Stellen im Wasser, wie gerade in der Zeitlupe gesehen. Wenn man die Dinger sieht, da weiß man, da sind Steine drunter, die nur darauf warten, dass man sich mal ordentlich zu denen legt. Die Welle ist aber noch aus einem anderen Grund besonders und macht deswegen vor allem richtig viel Spaß. Die besteht nämlich aus verschiedenen Abschnitten, die im Wechsel mal langsam, mal schnell sind. Zuerst, das sehen wir jetzt hier auch gleich mal, hat die einen Take-Off, der relativ steil sein kann, je nachdem wie nah man am Peak sitzt, und eine Schulter, die dann erstmal relativ flach wird, weswegen man dann zurück muss und schnell beim Weißwasser bleiben muss. Hier sieht man es auch, gerade nach dem Take-Off muss man irgendwie versuchen, die Geschwindigkeit zu halten. Und dann stellt sich die Welle auf der Inside ein bisschen weiter auf. Jetzt hier links hat man auch gesehen, wie sie steil wurde. Da musste ich mich dann direkt in die Face werfen, weil die zugemacht hat, da wäre ich nicht durchgekommen. Und genau das ist das, was so richtig Spaß macht. Man weiß nie, wenn man am Anfang auf der Welle ist, ob man es durch diese schnelle Section schafft oder nicht, die dann auf der Inside kommt. Wenn man dann einmal drauf ist, dann muss man committen und immer versuchen, da durchzukommen. Und entweder wird man dann runtergewaschen oder fast runtergewaschen, so wie jetzt hier, oder man schafft es dann da durch und kriegt so einen richtig starken Push. Und das Beste ist, an Tagen, wenn die Welle richtig Power hat und der Wind ablandig ist, also Offshore ist, dann ist diese Inside-Section, kann sogar ein Barrel werfen. Hier jetzt auch nochmal ein relativ schneller Take-Off in eine direkt sehr flache Schulter. Das heißt, hier auch direkt zurück am Weißwasser bleiben, versuchen die Geschwindigkeit möglichst zu halten, mitzunehmen, bis man dann wieder in den Teil kommt, wo sich die Welle nochmal schön aufbaut. Hier vorne fahre ich fast meine eigene Freundin über den Haufen, die sich hier nochmal versucht, mit ihrem Brett zu schützen. Kommt gerade so noch zwischen ihr durch, kann durch die schnelle Section kommen, kann aber auch richtig böse ins Auge gehen, nämlich mal genau in dem Moment runtergewaschen wird, dann haut es dann eigentlich voll auf den anderen drauf. Das heißt eigentlich in dem Fall lieber rausfahren, es sei denn, man ist sich eigentlich sicher, dass man durchkommt. Kann man sich wahrscheinlich aber auch nicht immer zu 100% sein. Was ihr auch noch ganz gut sehen könnt hier, ist, dass das Wasser verhältnismäßig unruhig ist. Ziemlich bumpy, überhaupt nicht so glatt wie an einem schönen Offshore-Tag. Und so sind die Bedingungen eigentlich fast zu 80%. Nur was das macht, ist, dass es schwerer ist zu turnen, weil sich dann die Brettkante leichter verkantet, man leichter ins Wasser fällt, als wenn das Wasser so richtig schön spiegelglatt ist. Jetzt nochmal ein richtig schönes Beispiel, was passiert, wenn man seine eigene Line nicht so fahren kann, wie man eigentlich will. Hier eine richtig schöne, schnelle, steile Welle und dann genau jemand, der in dem Moment in die Face reintaucht, einen Duckdive macht, wo ich eigentlich oben hätte mich positionieren müssen, musste ich aber ausweichen, werde dafür direkt bestraft, abgeräumt und einen ordentlichen Hold-Down hinterher. In dem Fall kann da aber keiner was dafür. Manchmal sitzt man einfach in dem Moment so ungünstig und kann auch nicht weg, dass man sich einfach, ob man will oder nicht, dann ein bisschen im Weg ist. Deswegen überhaupt kein Problem. Dann lieber weiche ich dann bei sowas aus, bevor man das Risiko eingeht, dann da jemanden über den Haufen zu fahren. Viel schlimmer finde ich, wenn Leute dann im Wasser aggressiv sind, weil man im Weg war, wo man vielleicht aber gar nicht mehr hätte irgendwie anders ausweichen können, wo man gar nicht hätte irgendwo anders sein können. Ihr kennt das, man geht selber von der Welle runter, hinten dran auf der nächsten Z-Wave ist jemand drauf und dann sitzt man einfach in dem Moment, wo man gerade selber aus der Welle seinen Exit gemacht hat, sitzt man einfach selber manchmal im Weg und kommt auch so schnell nicht weg. Das passiert, muss man sich halt die Stimmung nicht kaputt machen lassen.
coole Session. Am Wochenende wird es hier eine Competition geben. Vielleicht komme ich mal vorbei und werde das auch ein bisschen filmen. Da oben könnt ihr sehen, sind schon die Schiedsrichterzelte aufgebaut. Schaut euch den Sonnenuntergang an. Das war wieder mal ein traumhafter Tag voller Energie. War richtig gut, hat richtig Spaß gemacht. Es sind einfach immer wieder die Sessions, bei denen man es am wenigsten erwartet, die dann richtig gut werden. Und so war es heute auch. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, es motiviert euch, rauszugehen, raus in die Natur, Energie zu tanken, was zu machen, was dann richtig aufpumpt. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit einschaltet. Dann geht es wieder los, dann gehen wir wieder zusammen ins Wasser. Bis dahin macht's gut. Abonniert den Kanal, dann verpasst ihr die nächste Session nicht. Und wir sehen uns. Haut rein.